Fräsbausatz. Das heißt, jemand hat sich die Mühe gemacht, sich einen Frässatz zu entwickeln am Computer und mit der Portalfräse zu machen. Und hat ja viele nette Freunde, denen hat er auch eins gemacht. So ist die Karosserie entstanden. Und unten hat er so ein sogenanntes Kraulfahrrad. Das heißt, man kann ja ein bisschen klettern. Das ist so wie bei unserer Hand. Ich schaue gerade so rum. Also diese Modelle, man hört auch, dass jeder sein. Aber sieht gut aus. Und dann müssen wir hier gucken, man kann sich dann informieren, wo man nicht diese ganzen Mitarbeiter. Ja, schaut uns zu und ich bedanke mich fürs Zuhören. Hier diese mächtige Fördertrommel an. Und man muss ganz klar sagen, hier in diesem Grundstückgranulat sind diese 1100 Watt natürlich hoffnungslos unterfordert. Das Modell wurde schon im Juni 2011 gebaut, also es ist eigentlich schon unter Modellmaßstäben ein relativer Oldie. Es ist immer noch nicht fertig, obwohl schon 700 Arbeitsstunden drinstecken. Die Schleuder und die gesamte Frontmechanik wird über eine Hydraulik gesteuert, eine Reinbach-Hydraulik. Er hat Allradantrieb, selbstverständlich mit Allradlenkung. Gesteuert wird das Ganze über eine Blauzahnpumpe. Und man sieht schon, es hat ein bisschen was von Hubschrauberfliegen. Es ist aber nicht ganz einfach, alle Bewegungen miteinander zu koordinieren. Und der Olli hier im Team, der macht es noch nicht so oft, das muss man schon sagen. Aber man sieht ihn